Servus Leute, ich bin's Kanotano und wie ihr hinter mir erkennen könnt, sind wir heute im wunderschönen Würzburg. Wir werden euch die Stadt zeigen, die ganzen Sehenswürdigkeiten werden wir euch näher bringen und anschließend werden wir Testessen, Leute. Wir werden heute in Würzburg einmal einen Döner testen, einmal eine Pizza testen und zum Schluss noch einen Burger. Würzburg wird auch als Gotteshausstadt genannt, weil es hier weit über 60 Kirchen gibt oder Gotteshäuser gibt. Leute, ich bin gespannt, wie es heute sein wird. Kommt mit und schaut uns zu, wie wir das gerne machen. Bis gleich. So meine Lieben, hinter mir seht ihr die Festung hier in Würzburg. Das ist auch eines der Wahrzeichen hier in Würzburg. Was sehr interessant ist, schon vor 1000 vor Christus stand hier schon eine Burg oder ein Schloss. Es sah jetzt nicht ganz genau so aus damals, aber ihr könnt euch schon vorstellen, dass es ein bisschen älter aussah. Was jetzt wirklich sehr bemerkenswert ist, dass hier die Festung im 16. Jahrhundert von den Schweden erobert worden ist. Und die Schweden haben das dann so zu Ende gebaut, so wie es jetzt gerade aussieht. Es wird gerade saniert. Leute, ich würde euch empfehlen, vorbeizuschauen. Es ist jedes Mal ein Genuss, hier zu sein. Die Festung ist ziemlich weitläufig und es macht auch wirklich sehr viel Spaß, hier herumzuwandern und hier alles zu entdecken, Leute. Wir werden jetzt rüber zum Fürstengarten gehen. Da werdet ihr einen wunderschönen Ausblick über Würzburg sehen. Kommt mit! So Leute, vielleicht bevor es jetzt so richtig in den Fürstengarten geht und so viele Menschen da sind, der Fürstengarten und die Festung selber ist komplett kostenlos. Ihr könnt jederzeit hierher kommen. Natürlich abends werden die wahrscheinlich die Türen schließen, aber sonst ist es kostenlos für jeden. Wenn ihr eine Führung möchtet, die kostet 8, 9 Euro, aber ihr bekommt die Führung von mir. Das war jetzt genug Festung. Wir laufen jetzt runter in die Altstadt bzw. in die normale Stadt, wo die ganzen Würzburger leben. Wir werden euch gleich zeigen, wie die Brücke aus der Nähe aussieht. Kommt mit, Leute! So meine Freunde, wir haben den Abstieg geschafft und wir stehen jetzt vor der Mainbrücke. Das ist die älteste Steinbrücke hier in Deutschland. Die wurde im 12. Jahrhundert errichtet. Der lädt dazu ein, darauf zu sitzen, auf die Festung zu schauen und einen Schoppen zu trinken. Was ist ein Schoppen? Wir werden es euch gleich zeigen. Leute, falls euch das Video bisher gefallen hat und ihr uns unterstützen möchtet, dann gebt uns doch bitte einen Daumen hoch und ein Abo. Das würde uns sehr bestärken, weiterzumachen. Wir genießen jetzt mal die Aussicht hier auf den Main und wir freuen uns gleich auf den Schoppen. Ihr werdet gleich sehen, was das ist. Bis gleich, Leute. So meine Lieben, jetzt haben wir endlich unser Schoppen. Was ist ein Schoppen? Das ist der Maßeinheit hier für Wein. Ein Schoppen hat immer 250 Milliliter. Ihr seht gerade hinter mir einmal die Mainbrücke und die Festung. Und wenn ihr hier in Würzburg seid, dann gönnt euch einen Schoppen und genießt die Ausblick hier aus der Brücke in Richtung Festung. Es ist sehr viel Trubel heute los. Es sind sehr viele Hochzeiten hier angeklungen. Es macht sehr viel Spaß, die Leute an ihren schönsten Tag zu sehen. Wir werden jetzt rüber in die Altstadt gehen und euch das Dom zeigen, aber erst werde ich noch das hier trinken. Bis gleich, Leute. So, meine Lieben, wir stehen jetzt gerade vor dem Würzburger Dom. Das ist der St. Kilian. Der Shoppen hat mir nicht gut getan. Das war jetzt nicht so gut für die Arbeitsmotivation. Wir werden jetzt einmal reingehen für euch und euch zeigen, wie es von innen aussieht. Kommt mit, Leute. Leute, ich bin zwar kein Christ, aber diese Kerze zünde ich an für mehr Abos und mehr Likes.
bitte lasst uns ein Abo und ein Like da. So, meine Lieben, ich möchte auch gar nicht so laut sein und die Leute stören bei ihren Gebeten. Diese Kirche, dieser Dom, wurde im Zweiten Weltkrieg einmal komplett zerstört. Wir zeigen euch hier die Bilder, wie das mal aussah. Es wurde dann 1960 nochmal komplett aufgebaut. Es ist eine katholische Kirche. Ihr wisst, katholische Kirche, Rom, Italien, Pizza. Somit haben wir auch den perfekten Übergang zu der Pizza, die wir jetzt gleich testen werden. Wir werden zu der besten Pizza hier in Würzburg gehen. Leute, es ist sehr wunderschön. Ich würde euch jedem empfehlen, hier vorbeizuschauen. Es ist auch sehr impulsiv, sehr viele Eindrücke fallen hier rein. Für jeden Katholen finde ich es super, auch für Leute, die nicht vielleicht der katholischen Kirche angehören, ist es ein Must-Have hier. Wir laufen jetzt einmal rüber zur Pizzeria und schauen mal, wie das schmecken wird. So, meine Lieben, hinter mir ist anscheinend die beste Pizza hier in Würzburg. Die hat echt eine unglaublich krasse Bewertung. Kurz bevor wir jetzt reingehen und ich die Pizza bestelle, wir gehen nicht mit der Kamera rein. Ich möchte euch zeigen, wie jeder normale Bürger die Pizza bekommt. Und ich hoffe, das wird jetzt nicht so wie in Bamberg sein, sondern dass uns die Pizza schmecken wird. Der Laden sieht voll komisch aus, sieht aus wie ein Kleidergeschäft, aber ich laufe jetzt mal rein und bestelle die Pizza für uns. Wir sehen uns gleich, Leute. Bis gleich. A few moments later. So, meine Lieben, ich habe die Pizza jetzt bestellt. Um ehrlich zu sein, ich habe noch nie in meinem Leben so eine nette Person getroffen, um ehrlich zu sein, als Kellnerin. Das war eine alte Dame und das war so lustig. Die Pizza hat irgendwie 59 gekostet und ich habe gesagt, so mach mal 11, alles gut? Ich sagte so, nein, 11. Hä? Ist doch alles gut so, ne? Und sie hat mich dann gefragt, ob ich noch extra scharfe Soße haben möchte, ob sie noch Oregano drauf irgendwie zerkleinern soll. Ich habe noch nie so einen herzhaften Laden gesehen. Auch so, die haben gleich gesagt, so, wenn sie zum Mitnehmen bestellen, werden wir es auch gleich schneiden. Leute, ich habe sehr viel Hoffnung. Ich hoffe, dass ich diesen Laden nicht zerstören muss. Bis gleich, Leute, aber so nett, unglaublich. Leute, die war so nett, die hat mir sogar hier ein kleines Geschenk gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, was da drin ist. Wir schauen uns das gleich an. Wir schauen jetzt uns erstmal die Pizza an. Baby, magst du reinschauen? Ja. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Oh mein Gott. Siehst du das, Baby? Oh, schaut echt gut aus. Oh, schau mal den Belag an. Auf jeden Fall, ey. Schaut echt prima aus. Sieht super aus. Die waren auch so lieb. Ich probiere jetzt einmal. Auch die Kräuter drauf, schaut echt gut aus. Ja, Mann. Ich probiere jetzt einmal für euch, Leute. Hier italienisch mit der Falte. So sieht sie von der Nähe aus. So, Leute, einmal für euch Pizza testen hier in Würzburg. Leute, meine letzte Pizza war die Pizza in Bamberg. Dazwischen sind Welten, Leute, ich schwör's euch. Ich habe auch die gebeten, dass sie ganz wenig scharf rein tut. Also ich habe schon lange nicht mehr so eine gute Pizza gegessen. Die Pizza hat jetzt 9,50 € gekostet. Das war die größte Pizza, die zur Auswahl stand. 9,50 €. Ich finde es auch voll gut. Also ich glaube sogar, dass ich persönlich mit der Pizza satt werden würde. Baby, möchtest du es auch einmal probieren? Ja, klar. Für dich nehme ich auch ein ganz neues. Okay. Komm, zeig's. So, einmal für dich, Baby. Und jetzt einmal hier. Oh. Oh, sehr gut. Der Belag ist so gut. Teig, Käse ist so ausgeglichen. Schmeckt echt gut, ey. Super. Hätte ich nicht gedacht. Mal schauen, was sie uns noch geschenkt haben. Ja, die Überraschung. Wie gesagt, also da war keine Kamera dabei, gar nichts. Ich schau, komm mal. Wir ziehen es jetzt alle gemeinsam raus. Was ist das? Ah, Pizzabrot, oder? Ach, süß. Echt süß, Mann. So Kräuterbutterbrot. So. Die hat schon gleich gemerkt, so ein bisschen dicker Kerl, braucht noch Pizzabrot. Ey, wie kann Brot so gut schmecken, Baby? Echt jetzt? Ich schwör's ja. Ich glaube, das ist so ein Knoblauchbrot. Leute, meine Bewertung für die Pizza
sind 9 Punkte und ich gebe noch einen halben Punkt drauf. 9,5 Punkte, weil die so nett waren. Würzburg ist einfach eine geile Stadt, ey. Was soll ich dazu noch sagen? Wir essen jetzt noch zu Ende und danach gehen wir zu der nächsten Sehenswürdigkeit. Wir tanken erstmal Energie und dann gehen wir rüber zu der Residenz hier in Würzburg. Die ist sogar UNESCO-Weltkulturerbe. Wir schauen jetzt gleich mal dort drüben an, wie es aussieht. Bis gleich, Leute. Meine Bewertung? Deine Bewertung? Ah. Sorry Leute, bevor ich das jetzt wieder vergesse, meine Baby hat sie auch gegessen. Was ist deine Bewertung? Also ich würde auch eine glatte 9 geben. Ja. Super. Ja. Auch, dass die so dieses kleine Geschenk gemacht haben, ohne dass es was kostet. Wenn du das beim Bäcker kaufst, musst du bestimmt 1, 2 Euro zahlen. Leute, wir haben noch einiges vor uns. Also wir sehen uns gleich in der Residenz. Wir stehen jetzt gerade vor einem Weltkulturerben der UNESCO. Das wurde 1980 mit diesem Titel ausgezeichnet. Hinter mir seht ihr die Residenz in Würzburg. Die steht eigentlich im Vergleich zu der Schloss in Versailles und in Wien. Ich habe jetzt wieder den Namen vergessen. Baby, sagst du es noch einmal? Schloss Schönbrunn. Schloss Schönbrunn in der Konkurrenz, aber niemand wird es wahrscheinlich eher hier kennen. Wenn man sagt, schöne Burgen, schöne Schlösser, schöne Residenzen, denkt man immer in Richtung Frankreich. Aber hier in Bayern haben wir eines der schönsten auf der Welt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Zimmer das hat. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es drin aussieht, weil wenn wir immer hier an diesem Punkt sind in Würzburg, dann sind wir eigentlich schon ziemlich geschafft, weil wir von der Festung von oben kommen. Wir werden euch einmal den Residenzgarten zeigen und werden euch leider keine Aufnahmen von innen machen können. Aber ich glaube, dass der Garten schon einlädt, um zu entspannen und auszuruhen. Leute, der Residenzgarten ist kostenfrei für jeden Besucher, der ist bis 20 Uhr geöffnet und wirklich, der lädt wirklich sehr zum Verweilen ein. Oder wenn ihr mal ein Date habt, Jungs, ihr wisst Bescheid, wo ihr dann euren ersten Kuss verteilen könnt. Es sieht super aus. Wir werden jetzt einmal für euch einige schöne Aufnahmen machen, einige Details aufnehmen. Meine Lieben, wir sind jetzt fertig mit den Sehenswürdigkeiten, die wir euch gerne zeigen wollten. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu dem besten Dönerladen hier in Würzburg. Falls euch das Video bisher gefallen hat, gebt uns doch bitte einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Leute, das würde uns so glücklich machen, dass wir mal irgendwie die 1000 Abonnenten knacken würden. Ihr habt eine wunderschöne Stadt gesehen. Wir werden jetzt rüberlaufen zum Döner. Die Pizza hatte schon ordentlich in sich. Wir haben auch die ganze Pizza zerdrückt. Aber ich habe noch genug Platz, um den Döner zu tasten. Wir sehen uns gleich drüben beim Döner. Hinter mir seht ihr, wie gesagt, die Residenz. Es ist einfach nur spektakulär, jedes Mal hier zu sein. Wir waren hier zuletzt vor 5 Jahren und da gab es eine schwierige Situation für uns als Familie mit meiner Frau. Aber wir haben es alles überstanden und sind glücklich hier zu sein. Ich zeige euch vielleicht mal ein Bild, wie wir damals aussahen. Es war Winter und es war ziemlich kalt, aber trotzdem war es romantisch. Wir sehen uns gleich beim Döneressen. Leute, der beste Dönerladen hier in Würzburg hat leider Sommerurlaub und deswegen werden wir jetzt den Döner nicht testen können. Wir werden jetzt einmal rüber zum Burger gehen. Ich hoffe, die haben keinen Urlaub. Aber wir werden euch trotzdem einen Döner kaufen und der ist ziemlich zentral gelegen. Da sind wir vorbeigelaufen. Ich finde es schade, dass die Leute ihre Urlaubszeiten nicht bei Google eintippen oder eingeben. Bewertungen kaufen, das können die gut, aber ihre Öffnungszeiten eintippen, das können die nicht. So Leute, wir laufen jetzt rüber zum Burgerladen.
Wir haben jetzt unseren Burger bei Mam Mam Burger bestellt. Also ich kenne den Mam Mam Burger schon auch aus Nürnberg. Ich war ungefähr vor 6, 7 Jahren dort und es hat schon eigentlich ziemlich gut geschmeckt gehabt. Hier in Würzburg, der bestbewertete Burgerladen ist Burgerhard. Wir waren ja schon mal da in Bamberg und das hat mir gar nicht gefallen. Deswegen gehen wir zum zweitbestbewertesten auf Google und da ist es der Mam Mam Burger. Ich habe den Burger schon bestellt. Die haben gemeint 5 Minuten, die sollten eigentlich jetzt schon vorbei sein. Ich hole mal schnell den Burger und danach gemeinsam werden wir das zusammen mit euch mampfen. Bis gleich. Wir haben jetzt den Mam Mam Burger geholt. Ihr seht, dass es wieder super eingepackt ist. Auch ohne Plastik im Karton. Und wir schauen jetzt mal das jetzt an, wie es aussehen wird. Ich hoffe, das ist jetzt ein Cheeseburger und nicht irgendein anderer Scheiß. Oh, der sieht echt nicht schlecht aus, oder? Ja, das schaut echt gut aus. So, Dille? Ja, und ich nehme es mal in die Hand. Oh, die sieht echt mächtig aus, Baby. Oh. So, Leute, so von der Mitte. Sieht saftig aus, oder? Ja. Leute, ich bin eigentlich wegen der Pizza voll gesättigt, aber da werde ich auf jeden Fall reinbeißen. Oh. Wenn man 2 Hände für das Essen benutzt, geht es auch einfacher, Leute. Magst du mal aus der Nähe zeigen? Ihr seht, das Fleisch ist schon durch und man erkennt eigentlich nichts mehr, was feucht oder noch Medium sein sollte. Ich habe extra gefragt, ob es Medium sein kann, aber haben die nicht geschafft. Ich beiße jetzt noch mal rein. Auf jeden Fall besser als der in Bamberg. Aber sorry Leute, das Brot ist wieder zu dick und das Fleisch ist auch ein bisschen zu trocken. Wie, magst du auch mal probieren und dann bewerten wir gemeinsam? Ja. Komm, beiß auch mal rein. Okay. Ich weiß nicht, warum die in einen Cheeseburger Tomate reintun. Also ist es normal? Nee, oder? Ich weiß es nicht, aber Willst du noch mal reinbeißen? es ist nicht schlecht. Ja. Man kann es auf jeden Fall essen. Es ist viel besser als Burgerhard. Also eigentlich ist es gut. Also so ein gutes Mittelding. Ja. Ist nicht der beste, aber man kann es auf jeden Fall essen. Leute, wenn ihr wissen wollt, wie man einen richtig gescheiten Burger macht, dann schaut unsere Burger-Videos an. Ich gebe der ganzen Sache 7,8 Punkte. Ich finde, das ist okay, das ist fair. Nee, wie viel würdest du geben? 7,5. Okay. Also dafür, dass du so gelobt hast, hast du schlechtere Bewertungen als Nee, ich ich habe ja gesagt, so ein Mittelding. Leute, ich das werden wir jetzt nicht aufessen. Wir werden jetzt den Döner holen. Weil wenn ich das jetzt noch aufesse, werden wir den Döner bestimmt nicht tasten können. Wir sehen uns gleich bei dem Plan B Dönerladen, den wir hier in Würzburg ausgesucht haben. Bis gleich. So Leute, wir haben jetzt zum Schluss noch unseren Döner bekommen. Kennt ihr solche Dönerläden, die dann drinnen so Spielautomaten haben und wo der Verkäufer auch nicht so motiviert ist? Ich musste wirklich für den Döner 15 Minuten lang warten, obwohl nur 2 Leute von mir in der Schlange waren. Meine Frau kann es auch jetzt gerne bestätigen. Ich musste wirklich Auf jeden Fall, das hat echt lange gedauert. fast 20 Minuten. Leute, schaut euch den Döner an. Also ganz ehrlich, ich mache das jetzt wegen YouTube, sonst würde ich das niemals essen. Ihr seht das hier. Was ist das? Schau mal, siehst du diese Haut da oben? Schon ist nicht mal durch, das Fett ist noch ganz. Ja. Egal. Leute, ich sag's immer wieder, 4,4 Bewertung bei Google. Das sieht so aus, kostet 6 Euro. Ich beiß jetzt einfach mal für euch rein. So. Also durchgefallen, ich werde nicht noch mal reinbeißen. Also ihr seht schon das gelbe Fleisch, was Hähnchenfleisch sein soll, einfach nur zum Kotzen, als schmeckt das. Vielleicht zeige ich noch mal das Fleisch. Schau mal das an. Was ist das? Das kann man doch niemandem zum Essen geben. Ich schwöre, ich hatte Knorpel im Mund. Ach du Scheiße. Baby, magst du auch einmal reinbeißen? Ja, ich beiß mal rein. Beiß ordentlich rein, Baby, lass dir schmecken.
Nicht nur das Fleisch, auch die Soße ist voll komisch. Es hat auch so einen verbrannten Geschmack, obwohl es gar nicht verbrannt ist. Ja. Leute, das Brot ist auch so komisch. Ich weiß nicht, es ist alles komisch. Die Soße, das Fleisch, also das Brot. ich werde es jetzt demonstrativ nicht in den Müll werfen, aber zu Hause wird sich jemand auf diesen Döner freuen. Wir werden natürlich die Kräuter wegnehmen. Ich glaube, das Fleisch ist besser als das Fleisch in der Hundefutter. Ich werde es nicht aufessen. Sorry Leute, tut mir leid, aber wenn es mir nicht schmeckt und wenn es so aussieht, so, ihr habt es gesehen. Hier, was ist das, Mann? Was ist das? Komm mal näher. Schau mal, ich will nicht so hart sein, aber was ist das, Mann? Halt Leute, ich mache selber sehr viel Fleisch und das ist einfach Haut. Die haben quasi Dönerspieß fertig gekauft und das ist, ich kenne mich im Dönergeschäft ein bisschen aus, Leute, das ist mit Abstand das billigste Fleisch, was du von diesem Döner-Großhandel bekommst. Das ist nicht mehr Hähnchenfleisch, sondern das ist Hähnchenfleisch plus noch Reste. Also da hast du da drinnen Haut, Fett. Fett kann nicht schlimm sein, aber durchgefallen. Leute, wir werden jetzt hoch zum Auto laufen. Wir sind an der Festung und wir sagen euch dann unsere Meinung, was Würzburg anbelangt. Ich wäre nicht zu diesem Dönerladen hingegangen, weil ich habe schon vor der Tür gesehen, aber wir mussten jetzt irgendwo hin. Magst du mal nochmal näher zeigen? Ich sag euch, das ist kein, also was für ein Fleisch soll das sein? Das ist Haut, das ist Hühnchenhaut. So, genug fertig gemacht. Wir sehen uns gleich auf dem Parkplatz und da werde ich mein Fazit über Würzburg sagen. Das bekommt der Jimbo. Bis gleich. Willst du noch eine Bewertung geben? Bewertung durchgefallen. Also, was soll ich da sagen? Durchgefallen. Halt 6 sitzen. Punkt. Sorry Leute, dass ich so hart bin, aber echt sorry. Also 0. Kommt nicht, ist nicht. Solche Läden sollten eigentlich kein Geld verdienen. Damit die irgendwie sich überlegen, warum biete ich so einen Scheiß an. Leute, wir werden wahrscheinlich die meisten Kommentare rausschneiden, aber wir laufen zum Auto, komm. Was ist das, Mann? Halt so, mein Lieben, wir sind endlich hier wieder auf der Festung, da wo wir geparkt haben. Ich würde euch auch empfehlen, immer wenn ihr hier in Würzburg seid, parkt lieber hier auf der Festung. Man kann maximal 3 Euro zahlen und da sind 24 Stunden drin, also ihr werdet wahrscheinlich nicht den ganzen Tag hier brauchen. Aber es ist ein super Tipp, weil wenn ihr hier einmal oben geparkt habt, dann könnt ihr runter in die Altstadt laufen und dann könnt ihr den Tag eigentlich damit abschließen, indem ihr wieder hochläuft. Der Tag war wunderschön, also wenn ich mein Fazit abgeben soll, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch Würzburg zu zeigen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Aufnahmen euch zu liefern, aber was mir weniger Spaß gemacht hat, war der scheiß Döner am Ende. Sorry Leute, dass ich wirklich so meine Wut ein bisschen da rauslasse, aber wir verdienen ja dadurch kein Geld, sondern wir zahlen ja das mit unserer eigenen Tasche und wenn ich für 6 Euro sowas bekomme und 15 Minuten warten muss, sorry Leute, aber ihr kennt mich, wenn ich meine Meinung sagen kann, dann kann ich es auch gerne hier vor der Kamera sagen, ist mir scheißegal. So Leute, mein Fazit, wunderschöne Stadt, sehr gutes Essen, die Pizza hat mich brutal abgeholt. Wir waren jetzt seit 5 Stunden hier und sind ungefähr 20.000 Schritte gelaufen. Ich glaube, den einen oder anderen Kalorien haben wir jetzt auch wieder verbrannt. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich schaue mal auf meine Frau. Hat sie auch Spaß gemacht, Baby? Auf jeden Fall. Würzburg ist eine sehr schöne Stadt mit vielen schönen Sehenswürdigkeiten. Pizza war gut, Burger war so ein Mittelding, Döner war sehr schlecht, aber Würzburg ist wirklich eine Stadt zum Anschauen. Also da muss schon jeder mal schauen und Sehenswürdigkeiten sind alle top. Und was bei mir bei Würzburg einen bleibenden Eindruck gemacht hat, irgendwie auf jeder Mülltonne steht die Adresse drauf. Es gibt so Kleinigkeiten, die sehr schön sind. Überall findet ihr Toiletten. Kommt einfach vorbei, Leute. Und was ihr noch besser machen könnt, ist, uns ein Like und ein Abo dazulassen. Ihr wisst, wir freuen uns über jeden von euch. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch jeden von euch einen schönen Abend oder einen tollen Tag. Wenn ihr Tipps habt, welche Stadt wir jetzt als nächstes besuchen sollen, schreibt uns bitte gerne in die Kommentare. Wir würden uns sehr darüber freuen. So Leute, wir fahren jetzt nach Hause. Viel Spaß noch. 3, 2, 1, Cut. Okay.